Am Anfang muss man einfach erstmal ein bisschen experimentieren. Ja, nehme ich mir einfach ein paar Blätter und dann fange ich einfach an zu schreiben. Also es ist selten, dass das beim ersten Anlauf halt wirklich klappt. Und dann probiert man es nochmal. Und vielleicht klappt es auch beim vierten Mal noch nicht so ganz, aber man muss dann einfach immer weiter schauen, wo man was machen kann. Und wenn es dann funktioniert, ist es halt umso schöner. Ich bin Ole Freitag, ich bin Kalligraph und Designer. In meinem ersten Semester mussten wir Kalligraphie lernen. Ich fand es eigentlich ziemlich doof. Was mir dann geholfen hat, ich hatte in einem Buch verschiedene Schriften entdeckt. Und da waren dann auch so ein paar gebrochene Schriften dabei und habe dann einfach mal angefangen, die zu schreiben. Ich glaube, es ist immer die Frage, was man mit der Schrift auch ausdrücken will. Man kann auch mit alten Formen sehr modern sein, wenn der Inhalt diesem entspricht. Ich glaube, das Moderne kommt dann wiederum eher, wenn ich dann zum Beispiel meine Kalligrafie mit neuen Medien kombiniere. Es ist halt so, dass Kalligrafie für mich bedeutet, dass ich einen Weg habe, mich anders auszudrücken, als ich es in anderen Formen kann. Irgendwann kam ich dann dazu, einen Regenponcho, den ich mir mal für eine Party gekauft hatte, abstrakt mit einem Marker mit Acrylfarbe voll zu schreiben. Es hat 2-3 Wochen gedauert, das war eigentlich auch eher so eine, ich sag mal, Beschäftigung. Als das dann fertig war, habe ich auf einmal gemerkt, so wow, okay, das ist jetzt irgendwie gerade was ganz anderes geworden. Ungefähr ein Jahr später habe ich den Rudolf-Spemann-Wettbewerb vom Klingspor-Museum gewonnen. Auf einmal wurde das von so einer Beschäftigung und so einem Fach, was ich einfach gerne mochte, auf so was ganz Neues heraufkatapultiert. Ich möchte gerne Sachen machen, die mehr Bestand haben als eine Instagram-Story von 10 Sekunden. Das hat zwar auch total seine Berechtigung, aber ich könnte mir total gut vorstellen, vielleicht mal in Stein zu arbeiten oder auch in Holz, was in den Bereich Skulptur reingeht, dass man die Schrift nochmal ganz anders erfremdet. Ich finde es schön, dass sich das Thema nicht wirklich erschöpft. Ich glaube, ich befinde mich jeden Tag erneut in so einem Prozess, wo ich das auslote, was mich eigentlich als Kalligraphen und Gestalter ausmacht. Und ich glaube, das wird auch nie abgeschlossen sein. Jetzt, wenn ich es konkret runterbreche, ist es, glaube ich, viel Interesse für die Vergangenheit und für die Entwicklung des Ganzen und gleichzeitig dasselbe Interesse, was gerade in unserer Zeit mit dem Thema passiert und was es für neue Richtungen gibt. Ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich eher ein Kalligraph und Designer bin als ein reiner Kalligraph. Ich finde dieses Kombinieren von Werkzeugen sehr, sehr spannend und ja, weiterschreiben, Spaß haben so. Das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen.